Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich habe die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start und wir fragen die Karten, was darf ich weitergeben für das Löwe-Portal ab 1.8. Welche Botschaft kommt fürs Kollektiv, für meine Zuschauer hier durch? Die Freiheit, das ist wunderschön. Freiheit können wir mit Geld nicht bezahlen. Sich frei fühlen. Das Tor der Veränderungen öffnet sich, ist ja spannend, denn wir haben ja auch das Löwenportal, das Löwentor sozusagen. Veränderungen, die in die Freiheit gehen, mitbringen. Eine hätte ich gerne noch. Ja, ich habe hier eine tiefe Befreiung von der Vergangenheit, ja, für uns, für das Löwe-Portal. Hier hat man etwas endlich geschafft, ne? Man hat Fesseln gesprengt, man ist frei, man kann den Moment genießen. Die Gegenwart wird wichtig, das Hier und Jetzt. Und die Vergangenheit, die können wir mal weglassen, oder diese Fesseln, wo manche dranhängen, die werden einfach gesprengt. Hier wird einfach nochmal losgelassen, was noch nicht abgeschlossen ist, damit die Veränderung, die wir alle für uns benötigen, für unseren Lebensweg, sichtbar wird oder auch wirklich wird, ne? Hier entsteht irgendwie eine ganz neue Richtung. Man hat sich gehäutet und man sucht jetzt ganz neue Wege. Ich glaube, dass das eine sehr erleichternde Energie ist, die aufatmen lässt, wo jeder auch sein eigenes Potenzial leben kann, ohne irgendwelche Anhaftungen. So, gucken wir ein bisschen näher. Das Leben ruft uns auf den Plan, vielleicht auch unser Lebensplan. Hier ist unser persönliches Wachstum, unsere Wurzel. Lange Prozesse. Lektionen, neue Erfahrungen, die auf uns warten. Die persönliche Größe. Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr alles sehen könnt. Moment. Die persönliche Größe. Das Vertrauen ins Leben, dass da, wo wir eine neue Seite beginnen in unserem Lebensbuch, dass wir die Kraft und die Größe haben, das Ganze zu leben. Ja? Diesen Schutz auch irgendwie. Wenn du frei bist und nichts mehr an dir klebt, bist du ja grenzenlos. Vielleicht für viele eine ganz, ganz neue Erfahrung. In dieser Zeit ist hier auch das Unterbewusstsein sehr gesprächig. Hier ist ein Geheimnis, dem man auf die Spur kommt, ein Wissen, das man benötigt, eine abgeschlossene Lernphase. Da wir ja hier auch die Vergangenheit haben, ne? Ich versuche alle Szenarien rauszuholen. Das kann jetzt auch sein, dass man ein Vaterthema beendet oder dass man mit einem bestimmten Menschen abschließen kann, dass einen das nicht mehr so einholt. Hier haben wir uns und die Vergangenheit von uns.
wir gucken uns die Dinge aus der Vergangenheit an und wir lassen sie in der Vergangenheit. Hier schaut die Hauptperson auf eine Veränderung und ein neues Kapitel im Leben. Mit diesem Kapitel kann man gleich, ich würde mal sagen, ein Familienfeld mit Ordnen, neu sortieren. Ich sehe Menschen, die das Leben bereichern, die wir noch nicht kennen, die aber in der Zukunft wichtig werden, die zu unserem neuen Bereich der Veränderung einfach dazugehören. Weggefährten. Wir haben die Möglichkeit, uns unseren Weg, der hier vor uns liegt, ganz bei uns und mit uns zu gehen. Es geht an die ganzen Verbindlichkeiten mit, ne? Der Ring bringt Gebundenheit, zwar auch Verbundenheit, aber er bringt eine große Bindung mit, eine Kraft, die sich immer wiederholt. Und wenn wir diese hier in die Veränderung bringen und die Vergangenheit in der Vergangenheit bleibt, sind wir nicht mehr gebunden, da sind wir frei. Es kann in der Zeit auch sein, dass wir ja Beziehungsdinge klären, dass wir Leute geschickt kriegen, die uns eine Aufgabe von uns präsentieren oder spiegeln, sage ich mal. Jawohl, hier kommt der Stern mit. Hier ist der Erfolg, die Klarheit, die Perspektive. Da, wo wir vorher vielleicht, die Karte hat sich auf den Kopf gestellt, ne, die Befürchtung hatten, dass sich nichts klärt oder dass der Blick nicht frei und unvoreingenommen sein kann. Oder, was ich auch habe, weil liegt im Haus der Hoffnungen und Befürchtungen, dass man vielleicht auch diese Klarheit lange gar nicht annehmen konnte, obwohl sie unterbewusst schon da war. Es kann tatsächlich sein, dass sich hier etwas beendet, was ein Lebenszyklus sogar ist. Und hier kommt die Sicherheit, der Erfolg, die Möglichkeit, sich eine ganz neue Tür zu öffnen. Man lässt etwas weg, was einen ewig angebunden hat. Das sind viele Schattenthemen, die kommen auch aus dem Bereich der Kindheit, die das mit betreffen können. Die Zeit hier ist so, dass die Psyche, die Seele, die Gefühle vielleicht ganz neu erlebt werden. Man hat sich noch nie so frei gefühlt oder befreit oder ohne Fesseln. Mann, ist das spannend schon wieder, ne? Und ich habe so dieses, man erlöst, das, wie soll ich es ausdrücken? Man erlöst viele mit im Familiensystem durch diesen Brocken. Guckt mal, hier kommt mit dem Erntemond die Entspannung rein. Ja, man kann die Füße hochlegen. Witzigerweise liegt die Dame auf dem Bild auch in einer Hängematte und liest ein Buch. Sie entspannt, sie hat das Gefühl, dass alles gut ist und es ist nicht mehr nötig, dass man sich anstrengt oder abmüht. Man wird hier befreit von irgendetwas. Man kann die Seele baumeln lassen, entschleunigen, es kehrt Ruhe ein. Ja?
Hier ist ein wesentlicher Prozess von Genesung zu sehen, von irgendwas, wo man mit Sorgen überladen war und wo man dieses Gefühl von, ich bin gebunden an irgendetwas und ich komme da nicht raus, nicht mehr erkämpfen muss. Es ist einfach verfügbar. Ne? Hier erhält sehr viel Magie Einzug ins Leben. Also in dieser Zeit darf man dann auch zugucken, wie sich die Dinge magisch verändern. Vielleicht für einige auch eine ganz neue Erfahrung. Man kann zurückblicken und Bilanz ziehen, wie das war. Ne? Man schaut mit wachen Augen auf die Dinge. Man kann etwas auch so stehen lassen, was mal so war. Es geht auch darum, dass wir haben ja hier die tiefen Emotionen. Ne? Und manchmal ist es ja so, wenn wir auf die Vergangenheit blicken oder auf Dinge, die nicht funktionieren im Moment, dass einen das so überkommt und dass wir nicht im Gleichgewicht sind. Und der Maikäfer lehrt einfach, dass man angemessen bleibt, dass man mit einem Blick auf die Dinge guckt, die einen nicht umwerfen. Das wäre hier diese Stärke, dieser Schutz, die Größe. Der sorgt auch dafür, dass wir uns nicht selbst im Weg stehen. Wir spüren, dass sich alles geändert hat und wir haben jeden Tag die Chance, wieder anzufangen. Hier ist wirklich eine Zeit, wo man alte Wunden genesen hat und einen neuen Zugang auch zu Menschen und Mitmenschen findet. Ja, die sieht man ja hier auch. Das Hier und Jetzt ist sehr wichtig. Die Freiheit zu genießen, die wir in diesem Moment verspüren. So, spannend. Der hat sich umgedreht, die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. Es passt wunderbar dazu. So, was möchte uns die Seele hier noch mitteilen? Für das Löwentor. Die Verbindungen. Das hatten wir hier schon, ne? Hier kommen Menschen ins Leben. Die Vergangenheit hat ausgedient. Die Plätze werden neu besetzt. Und hier ist man nicht verbunden oder angebunden, sondern hier ist man Auge in Auge, auf Augenhöhe. Man hat so hier dieses, ich gebe dir die Hand Gefühl, aber man hat nicht das Gefühl, dass man in etwas eingezwängt ist. Es geht um die gleichen Ziele, um inspirierende Kontakte und auf Verzicht auf jeden Fall darauf, sich nochmal irgendwelche Fesseln anzulegen. Unten am Deck haben wir noch die kleine Auszeit. Da darf man sich Zeit für sich nehmen, das Gefühl der Freiheit genießen, die Umgebung, ja, die jetzt so um einen rum ist, bewusst wahrnehmen oder einen Ort aufsuchen, der einem einfach gut tut. Da, wo man Freiheit genießen kann, das ist ja für jeden auch etwas anderes. Okay, ihr Lieben, wir lassen das so stehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns am Freitag zum Wochenorakel. Hier oben mache ich euch noch die Sternzeichen der letzten Tage rein. Könnt ihr noch gucken, wenn ihr es verpasst habt. Ich drücke euch bis bald.